Wir haben viele Mandanten auf ihrem Weg nach Dubai begleitet und in diesem Video werde ich dir 10 Lektionen vorstellen, welche diese Mandanten im Rahmen ihres Umzuges nach Dubai gelernt haben. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Im April werden wir eine Investorenreise für Mandanten nach Dubai unternehmen. Wir sind 2 Tage dort. Das wird so eine Mischung sein aus Workshop und auch Besichtigung zum Beispiel von Immobilien. Eine gute Gelegenheit, einmal Dubai vor Ort kennenzulernen. Auch wenn du jetzt nicht so hundertprozentig davon überzeugt bist, dass Dubai der richtige Ort für dich ist. Wenn du im April in der Woche vor Ostern ein paar Tage Zeit hast, dann würden Daniel und ich uns freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Sicherlich eine ganz gute Gelegenheit, auch Gleichgesinnte zu treffen, die sich ähnlich wie du Gedanken dazu machen, ins Ausland umzuziehen, auszuwandern, ihre steuerliche Situation zu optimieren. Alle weiteren Details hier in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Dubai ist ja in aller Munde. Du siehst ja auch auf YouTube sehr viel Content, sehr viele Videos zum Thema Dubai. Warum Dubai gut ist, warum Dubai schlecht ist, warum man hinziehen sollte oder warum man nicht hinziehen sollte. Also jeder hat natürlich da komplett seine eigene Meinung. Aber eins kann man, glaube ich, ganz klar und objektiv sagen. Dubai ist eins der wenigen Orte, und die Vereinigten Arabischen Emirate sind eines der wenigen Länder, wo man steuerlich sehr optimiert hier fahren kann und sich aufstellen kann, wo es aber dennoch die gesamte Infrastruktur gibt, die man so zum Leben braucht. Singapur ist sicherlich ein ähnlicher Ort, aber viele andere Steueroasen sind ja dann in puncto Infrastruktur, Lifestyle, Komfort, Erreichbarkeit doch dann schon wieder nicht mehr so gut. Und ganz oft höre ich in der Beratung, wie viele Tage muss ich mich eigentlich wirklich dort aufhalten, weil man eigentlich so schnell wie möglich wieder dort weg möchte, sich dort sehr wenig Zeit aufhalten möchte. Und ich glaube, hier macht Dubai tatsächlich einen Unterschied. Hier kann man tatsächlich leben, auch mit Familie. Ich glaube, wenn man einmal da war, dort ein bisschen Zeit verbracht hat, dann ist man gar nicht mehr so negativ eingestellt, wie viele es sind, die sich das einfach nicht vorstellen können. Muslimisches Land, die Hitze, alles ein bisschen fake und so weiter und so fort. Das sind eigentlich viel Kommentare, die man so hört von Leuten, die Dubai noch nicht so gut kennen, sondern vielleicht einfach nur irgendwelche YouTube-Videos dazu angeschaut haben. Tatsache ist, Hunderttausende, Millionen von Auswanderern sind nach Dubai gezogen, natürlich nicht nur Deutsche, aber in den letzten Jahren zum Beispiel sind über 250.000 Briten dorthin gezogen, leben dort ein ganz normales Leben, haben dort ganz normale Jobs. Ich habe zum Beispiel auch Freunde, beides Briten, die sind vor 5 Jahren nach Dubai umgezogen, beides Englischlehrer, die haben dann dort für das Ministerium gearbeitet und hier Lehrpläne für Englisch entworfen. Und dieses Paar, die haben das Dreifache verdient von dem, was sie in UK als Lehrer verdient hätten, mussten darauf keine Steuern zahlen. Die sind mittlerweile wieder im UK zurück und konnten sich dann hier gleich ein Haus kaufen mit dem Geld, was sie dort angespart haben. Ja, also das könnte ein Konzept sein, hier für viele, vielleicht dort einige Jahre zu leben, Geld auf die Seite zu legen, sich Vermögen aufzubauen. Das geht extrem viel einfacher, wenn du nicht immer Steuern darauf zahlen musst. Das wird dir jeder sagen, der schon mal hier zum Beispiel Kapitalanlagen gemacht hat, die steuerfrei angelegt werden, wo man nicht immer wieder gleich dann hier die Steuern abführen muss. Also daher, ich glaube, ein Leben ist realistischerweise in Dubai möglich, selbst wenn man sich dafür entscheidet, den Sommer dort nicht zu verbringen. Ich habe jetzt etliche Mandanten gefragt hier in Vorbereitung für dieses Videos, was kannst du uns sagen über deinen Umzug? Was hast du gelernt? Was war vielleicht unerwartet? Was sind so die Takeaways? Welches Resümee kannst du ziehen nach deinem Umzug? Und hier möchte ich dir jetzt die 10 Lektionen vorstellen. Die habe nicht ich mir einfallen lassen, sondern das haben mir unsere Mandanten so übermittelt und wir haben das Ganze hier zusammengestellt. Die 10 folgenden Lektionen sind also die Lektionen, die am häufigsten von unseren Mandanten genannt werden. Punkt 1, Lektion 1: Ein aufstrebender Ort ist motivierend. Im Gegensatz zum wirtschaftlich angeschlagenen Europa boomt Dubai. Die wachsende Stadt mit ihrer ehrgeizigen, hart arbeitenden Bevölkerung strahlt positive Energie aus. Ich glaube, das kann jeder sagen, der sich hier in den letzten Jahren in Deutschland und in Europa aufgehalten hat. Das ist einfach nur deprimierend. Lektion Nummer 2: Sicherheit ist selbstverständlich in Dubai. Die außergewöhnliche Sicherheit in Dubai ermöglicht es, dass Menschen ihre iPhones unaufbesichtigt laden oder ihre Häuser nicht abschließen. Ein befreiender Kontrast zu Deutschland.
Nun würden natürlich viele sagen, die Downside ist, dass Dubai tatsächlich ein Überwachungsstaat ist, also die UAE ein Überwachungsstaat sind. Da ist natürlich was dran, aber die Sicherheit ist auf jeden Fall extrem hoch. Für viele ist die Sicherheit, gerade wenn sie sich ein Auswanderungsland aussuchen, ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja sehr schöne Auswanderungsländer wie zum Beispiel Südafrika, aber man kann sich nicht vorstellen, dort zu leben, weil einfach die Sicherheitslage so angespannt ist. Das Problem hat man in Dubai nicht. Lektion Nummer 3: Die autogerechte Stadt wandelt sich. Obwohl Dubai traditionell autoorientiert ist, entstehen immer mehr Fahrradwege und fußgängerfreundliche Infrastrukturen mit Plänen für eine starke Erweiterung bis 2040. Gerade wer aus einer europäischen Großstadt nach Dubai zieht, der ist ja gewöhnt, dass er überall mit dem öffentlichen Nahverkehr und vielleicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß überall hinkommt. Nun hat man natürlich zunächst mal das Wetter in Dubai zu beachten. In gleißender Hitze ist das natürlich nicht so einfach. Das ist auch in den heißen amerikanischen Städten, zum Beispiel Austin, Texas, wo ich bin, oder Miami, natürlich nicht ganz anders. Also hier muss man sich schon natürlich die Jahreszeit aussuchen, damit man hier dann laufen kann und sich draußen bewegen kann. Aber eben Dubai natürlich hier sehr autoorientiert, aber es ist eben im Wandel befunden und viele empfinden das als positiv. Lektion Nummer 4: Die Wohnungssuche ist langweilig und teuer. Die Uniformität der Wohngebäude und der Mangel an Charakter prägen den Immobilienmarkt. Die Mietpreise sind vergleichbar mit denen in Zürich. Also jeder weiß natürlich, Dubai ist teurer. Eben, man würde sagen, die Mieten sind so ungefähr wie in Zürich oder in London, ungefähr 30% teurer als in München, kann man im Durchschnitt sagen. Natürlich gibt es die wahnsinnig teuren Immobilien, aber so im Schnitt natürlich wird man jetzt nicht hier 10.000, 20.000 im Monat bezahlen müssen. Aber es ist eben doch alles letztlich sehr nach amerikanischem Muster so gemacht. Es sind eben 100 oder 1.000 Wohnungen oder Häuser oder Villen, die hier komplett gleich aussehen. Und das muss man natürlich mögen. Da muss man also relativ lange suchen, bis man dort etwas mit Charakter findet. Aber gerade wenn es eben nicht mehr die neuesten Immobilien sind. Lektion Nummer 5: Surprise, surprise, der Sommer ist unerbittlich. Das ständig sonnige Wetter hebt die Stimmung, obwohl der Sommer extrem heiß ist. Die ruhigere Sommersaison bringt jedoch Rabatte für Einheimische. Tatsächlich verlässt nicht jeder Dubai über den Sommer. Wir haben auch Mandanten, die bleiben über den Sommer in Dubai und eben nutzen dann die Vorteile dort. Nicht, dass ich das jetzt empfehlen möchte oder hier in irgendeiner Weise verkaufen möchte, aber es ist doch interessant zu sehen, dass dann eben vielfach die Hotels leer sind und sich zum Beispiel viele Einheimische dann an den Hotelpools und den Hotelinfrastrukturen aufhalten und dort letztlich den Sommer verbringen, auch mit Familie. Also möglich ist es, aber natürlich die Sonne ist unerbittlich. Lektion Nummer 6: Leben in Dubai heißt Leben in einer touristischen Stadt. Dubai ist stark auf den Tourismus ausgerichtet, was für Einwohner manchmal ermüdend sein kann. Das kulturelle Angebot ist weniger vielfältig als in vergleichbaren Städten in Europa. Das ist ganz klar. Da wird natürlich jetzt vieles auch dann kommen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass andere Städte in der Region dort eher hervorstechen. Also zum Beispiel Abu Dhabi hat ein deutlich besseres kulturelles Angebot und da entsteht momentan auch mehr. In kultureller Hinsicht muss man sehen, was Dubai da noch macht. Also wenn das Themen sind, die dir wichtig sind, dann überleg dir das gut mit Dubai. Lektion Nummer 7: Der perfekte Reiseknotenpunkt. Dubai liegt innerhalb einer 4 Stunden Flugzeit von einem Drittel der Weltbevölkerung, aber günstige Flugangebote, Ryanair, EasyJet und sowas wie Europa gibt es leider nicht. Also natürlich die Erreichbarkeit ist natürlich hier klasse. Das muss man ganz klar sagen. Auch die Tatsache, dass es so im Punkto Zeitzone jetzt nicht so viele Stunden hier weg ist von Europa, ist natürlich angenehm. Gerade wenn man dann relativ häufig nach Europa fliegt, wenn man dort zu tun hat. Es ist natürlich dann auch interessant, dass man am Wochenende zum Beispiel nach Indien fliegen kann, was ja definitiv von Europa aus nicht geht. Lektion Nummer 8: Dubai ist herausragend in puncto Küche und dem kulinarischen Angebot. Mit 85% ausländischer Bevölkerung bietet Dubai eine dynamische und vielfältige Gastroszene von Feinschmecker-Restaurants bis zu authentischen Supper-Clubs. Das ist definitiv so, das sagen alle, die in Dubai wohnen. Natürlich alles ziemlich teuer, das muss man sagen, aber wenn das nicht so wichtig ist, dann hast du da tatsächlich alle Angebote, die du dir vorstellen kannst. Lektion Nummer 9: Die finanzielle Realität. Trotz steuerfreier Gehälter ist Dubai eine ziemlich teure Stadt, momentan die 15 teuerste Stadt der Welt. Die Lebenshaltungskosten können überraschend hoch sein, insbesondere für Lebensmittel und Strom. Das ist ganz klar so. Also man muss wirklich natürlich dann schauen, dass man
ziemlich gut verdient letztlich, um das Ganze durch die Steuerersparnis wieder wettzumachen. Das heißt natürlich, gerade bei niedrigeren Einkommen ist das nicht ganz einfach. Das muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Lektion Nummer 10, und da sind sich alle einig, die Erleichterung, nicht mehr in Europa zu sein. Angesichts der aktuellen Schwierigkeiten in Europa und ganz besonders in Deutschland empfinden fast alle Auswanderer den Umzug als die richtige Entscheidung, trotz den hier genannten Herausforderungen bei der Auswanderung. Viele sehen es ganz klar so, dass sie dort einige Jahre in Dubai sein möchten, da man hier richtig steueroptimiert verdienen möchten und dann vielleicht wieder zurückkommen nach Europa. Also, wenn du jetzt so richtig Lust hast auf Dubai, wenn das Ganze auch dich anspricht, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz, dein Vermögen vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Dubai sicherlich eine sehr attraktive Plattform dafür. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.